Heute untersuchen wir die verdrehte Psyche einer Fanatikerin von Krimi-Dokumentationen und ähnlichen Videos. Diese junge Frau wollte nichts so sehr wie das perfekte Verbrechen zu begehen und dabei ungestraft davonzukommen. Dies ist die Geschichte einer Psychopathin aus Südkorea, über die bereits berichtet wurde, doch dort nur sehr kurz. Hier soll dieser Fall ausführlicher dargestellt werden. Busan, die zweitgrößte Stadt Südkoreas, liegt an der Südostküste des Landes. Eine derjenigen, die Busan ihr Zuhause nannten, war die 25-jährige Jung Jo-jung. Sie führte ein Doppelleben. Tagsüber war sie eine unauffällige, ruhige und wohlerzogene junge Frau. Nachts jedoch schaute sie Dokumentationen über Verbrechen, las Artikel zu diesem Thema und durchsuchte das Internet nach ähnlichen Fällen. Man könnte sagen, das machen viele Menschen. Doch bei ihr entwickelte sich diese Begeisterung zu einer regelrechten Manie. Sie war so besessen von diesem Thema, dass sie irgendwann ernsthaft davon zu träumen begann, selbst eine solche Tat zu begehen und dass diesmal Videos gedreht und Bücher über ihre eigenen Taten geschrieben würden. Tatsächlich erreichte sie dieses Ziel, denn über ihren Fall wurde später ausführlich berichtet. Im Mai 2023 beschloss Jung Jo-jung, ihrem Traum zu folgen und begann mit der Planung des perfekten Verbrechens. Sie lieh sich in der Bibliothek Bücher darüber aus, wie man eine Leiche versteckt, und studierte über einen Zeitraum von 3 Monaten im Internet kriminaltechnische Methoden sowie den Ablauf von Ermittlungen im Allgemeinen. Jung Jo-jung selbst hatte keine kriminelle Vergangenheit und kannte niemanden, der mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Auf dem Papier war sie eine ganz normale Bürgerin. Daher war ihr klar, wenn ihr Opfer ein völlig Fremder wäre, den man nicht mit ihr in Verbindung bringen könnte, würde der Plan höchstwahrscheinlich funktionieren. Und wo sollte man einen solchen Menschen finden, wenn nicht in einer App zur Suche nach Nachhilfelehrern? In Südkorea steht die Jugend unter enormem Druck, schulische Erfolge zu erzielen. Deshalb sind Apps mit Nachhilfelehrern in den letzten Jahren extrem beliebt geworden. In der Regel sind sie voll von akkreditierten Privatlehrern, die für ihre Dienste werben. Ein idealer Ort für Jung Jo-jungs Jagd. Innerhalb weniger Tage kontaktierte sie mehr als 50 Nachhilfelehrer aus Busan und gab sich als Mutter eines Schülers aus, der Nachhilfe in Englisch benötigte. Nach langen Verhandlungen entschied sie sich für eine Nachhilfelehrerin, die wir Kai nennen wollen. Eine 20-jährige Frau, die allein lebte und ihre Schüler direkt in ihrer Wohnung unterrichtete. Nach Aussagen der Menschen, die sie kannten, war Kai eine strahlende und herzliche Person. Und sie kümmerte sich aufrichtig um jeden ihrer Schüler und wollte, dass sie alle ihr Potenzial voll ausschöpfen. Sie war nicht nur eine hervorragende Zuhörerin, sondern auch eine verständnisvolle Person. Deshalb schöpfte sie höchstwahrscheinlich keinen Verdacht, als Jung Jo-jung sie fragte, »Leben Sie allein?« Schließlich war ihre zukünftige Schülerin vermutlich einfach schüchtern und wollte nicht, dass jemand anderes zuhört und ihre falschen Antworten kritisiert. Kay bestätigte, dass sie tatsächlich allein lebte und willigte schließlich ein, sich in 2 Tagen mit der Schülerin zu einer Einführungsstunde zu treffen. Das Haus von Kai befand sich im Stadtteil Geumjong, etwa 20 Autominuten von dem Ort entfernt, an dem Jung Jo-jung mit ihrem Großvater lebte, ihrem einzigen Vormund und dem einzigen Verwandten, den sie kannte. Am 26. Mai 2023 gegen 16 Uhr wurde Jung Jo-jung von einer Überwachungskamera erfasst, als sie zu Fuß zu Kais Wohnung ging. Sie trug eine Schuluniform, die sie im Internet bestellt hatte, da sie klein und jung aussah. Sie hätte leicht als Neuntklässlerin durchgehen können, mit der Kai sich einige Tage zuvor verabredet hatte. Sie hatte sich sogar die Haare kürzer schneiden lassen, um noch mehr wie eine junge Schülerin auszusehen. Jung Jo-jung kam um 17:34 Uhr in der Wohnung an. An der Tür wurde sie herzlich von Kai empfangen, die nicht die geringste Ahnung von den wahren Absichten ihrer Besucherin hatte. Falls Kai Zweifel an Jung Jo-jungs Alter hatte, hatte sie keine Gelegenheit, diese zu äußern. Jung Jo-jung betrat sofort die Wohnung und nach einem kurzen Austausch von Höflichkeiten sagte sie, dass sie dringend auf die Toilette müsse. Kay zeigte ihr, wo diese sei. Doch in Wirklichkeit nutzte Jung Jo-jung diese Gelegenheit, um von Zimmer zu Zimmer zu gehen und noch einmal zu überprüfen, ob Kai tatsächlich allein lebte. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass es hier sicher war, holte Jung Jo-jung ein Küchenmesser hervor, das sie in ihrer Uniform versteckt hatte, und stürzte sich im Wohnzimmer auf Kai,
die völlig unvorbereitet war, und versetzte ihr mehr als 100 Messerstiche, wobei sie sich auf Hals und Brust konzentrierte. Die Löcher in Kays Handflächen zeugen davon, dass sie versucht hatte, sich zu verteidigen, aber letztendlich nichts ausrichten konnte. Selbst nachdem Kai aufgehört hatte zu atmen, versetzte Jung Yoo-jung ihr weiterhin brutale Stiche. Etwa eine Stunde nach der Tat verließ Jung Yoo-jung die Wohnung, bekleidet mit der Kleidung ihres Opfers, die sie aus dessen Kleiderschrank genommen hatte, als würde sie dessen Identität annehmen. Sie begab sich zu mehreren nahegelegenen Supermärkten, wo Überwachungskameras festhielten, wie sie Müllsäcke, Reinigungsmittel und eine Vielzahl scharfer Klingen kaufte. Später benutzte sie diese, um die Überreste von Kai zu zerstückeln und zu entsorgen. Es ist nicht bekannt, warum sie diese Gegenstände nicht einfach sofort mitgenommen hatte. Möglicherweise hatte sie Angst, dass ein Polizeibeamter sie anhalten und ihre Tasche durchsuchen könnte, oder vielleicht rechnete sie einfach damit, dass Kay diese Dinge bereits in ihrer Wohnung hatte. Oder sie konnte schlicht nicht so weit im Voraus planen. Wie dem auch sei, Jung Yoo-jung kehrte zu Kais Wohnung zurück und begann, die Überreste zu zerlegen. Sie vergaß auch nicht, das Handy, den Ausweis und die Geldbörse einzustecken. Nach all dieser Grausamkeit machte sie sich daran, alle Spuren ihres Aufenthalts in der Wohnung zu beseitigen. Jung Yoo-jung ging nach Hause, um ihren Koffer zu holen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie fröhlich in Richtung Kais Wohnung läuft, bereit, weiter aufzuräumen. Sie packte die Kleidung ihres Opfers in 3 Müllsäcke und warf diese in den nächsten Müllcontainer. Danach stopfte sie die Körperteile in den Koffer. Der gesamte Aufräumvorgang dauerte etwa 6 Stunden, in denen Jung Yoo-jung dreimal zwischen ihrem eigenen Zuhause und Kais Wohnung hin und her ging, um die restlichen Spuren zu beseitigen. Sie ging ein und aus, als wäre es ihre eigene Wohnung. Auf mehreren Aufnahmen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie sie ganz ungezwungen zum Tatort und wieder zurückgeht, ohne sich auch nur im geringsten Gedanken darüber zu machen, was sie getan hat oder was sie noch zu tun hat. Wäre man in einem dieser Momente auf der Straße an ihr vorbeigegangen, hätte man vermutlich nicht einmal bemerkt, dass sie etwas im Schilde führte und wozu sie fähig war. Gegen Mitternacht am 27. Mai 2023 verließ Jung Yoo-jung die Wohnung zum letzten Mal und nahm einen Koffer mit Teilen von Kais Leiche mit. Am Straßenrand hielt Jung Yoo-jung ein Taxi an und bat den Fahrer, sie nach Yangsan zu bringen, das etwa 20 Kilometer nördlich von Busan liegt. Sie legte den offensichtlich schweren Koffer selbst in den Kofferraum des Autos, lehnte die Hilfe des Fahrers ab und führte auf dem Weg zum Zielort kein einziges Wort mit ihm. Mehr noch, sie sah ihm nicht einmal in die Augen, als sie an einem abgelegenen Ort am Fluss vorbeifuhren. Yoo-jung bat den Fahrer anzuhalten, bezahlte ihn, holte den Koffer selbst aus dem Kofferraum des Taxis und verschwand dann, ohne ein Wort zu sagen. Im Wald kam dem Taxifahrer das aus, wie er später sagte, verständlichen Gründen irgendwie seltsam vor. Wer fährt schon mitten in der Nacht allein mit dem Taxi zum Fluss und dazu noch mit einem verdächtig schweren Koffer? Yoo-jung bat ihn nicht, auf sie zu warten, aber anstatt wegzufahren, beschloss der Taxifahrer, ein wenig in der Gegend herumzufahren und zu schauen, ob sie nach 15 bis 20 Minuten wieder auf die Straße zurückkehren würde. Er bemerkte, wie sie durch das Gebüsch zurückkam und immer noch ihren Koffer trug, und da sie ihn trug, erkannte er, dass der Koffer viel leichter war als zuvor, als hätte sie gerade etwas Schweres losgeworden. Sie hielt das Auto erneut an und bat ihn, sie zu ihrem Haus zu fahren, wo sie bei ihrem Großvater wohnte. Die Behörden sind überzeugt, dass Yoo-jung gar nicht begriffen hat, dass der Taxifahrer derselbe Mann war, der sie zuvor mitgenommen hatte. Der Taxifahrer fügte sich und versuchte nicht mehr darüber nachzudenken, was hier vor sich ging, obwohl ihm klar war, dass etwas Seltsames geschehen sein musste. Doch später folgte er schließlich seiner Intuition und kontaktierte die Polizei. Es war damals gegen 3 Uhr morgens. Er berichtete, dass die junge Frau möglicherweise etwas in einem menschenleeren Wald weggeworfen haben könnte und nannte ihre Wohnadresse, wohin er sie gebracht hatte. Bald trafen die Polizeibeamten ein und untersuchten Yoo-jungs Koffer. Sie fragten, warum sich darin Tropfen einer roten Flüssigkeit befanden, woraufhin sie antwortete, dass sie zu dieser Zeit ihre Periode hatte und sagte, dass ein Teil der Flüssigkeit wohl in den Koffer gelangt sein müsse. Da die Polizeibeamten Zweifel hatten, begannen sie genauer nachzufragen und ihre Aussagen zu überprüfen.
Sie änderte ihre Geschichte im Handumdrehen und erzählte, dass sie in Wirklichkeit gerade entbunden habe und das Kind loswerden wollte. Aus irgendeinem Grund glaubte sie, dass dies besser klingen würde und dass dies nicht als Mord gelten würde. Nur hatte sie nicht damit gerechnet, dass die Polizei einen Ultraschall durchführen würde, der zeigte, dass diese Geschichte eine weitere Lüge war. Zu diesem Zeitpunkt hatten andere Polizeibeamte die Gegend abgesucht und im hohen Gras menschliche Überreste entdeckt. Die Ermittler brachten Jo Jung zum Verhör. Doch anstatt einen Anwalt zu verlangen, erfand sie eine weitere Geschichte. Sie behauptete, sie sei auf dem Weg gewesen, um Englischunterricht zu geben. Als sie dort ankam, stellte sie jedoch fest, dass Kays Tür nicht verschlossen war. Sie trat ein und entdeckte zu ihrem Entsetzen Kays Leiche auf dem Boden. Der angeblich für all das verantwortliche unbekannte Mann befand sich noch in der Wohnung. Er hatte die Tür verschlossen und ihr gesagt, dass er sie gehen lassen würde, wenn sie schweigen und ihm helfen würde, die Leiche zu beseitigen. Nach einem kurzen Moment des Unglaubens fassten sich die Ermittler wieder und teilten Jo Jung höflich mit, dass ihre Geschichte keinen Sinn ergab. Sie wurde etwas nervös und erzählte ihre Geschichte noch einmal. Dann sagte sie, dass es für einen Erwachsenen peinlich sei, einen Nachhilfelehrer zu suchen, deshalb habe sie sich als Schülerin ausgegeben. Als Kai sie sah, ahnte sie nichts. Kurz nach ihrer Ankunft kam es zu einer hitzigen Auseinandersetzung über den Lehrplan und aus Angst um ihre Sicherheit habe sie Kai in Notwehr getötet. In diesem Moment kontaktierten die Ermittler Jo Jungs Großvater und baten ihn, zur Polizeiwache zu kommen. Als er erfuhr, was seine Enkelin angerichtet hatte, brach die Welt für ihn zusammen. Er kannte sie seit ihrer frühen Kindheit und konnte nicht glauben, dass sie so grausam mit einem Fremden umgegangen sein sollte. Doch als man ihm Beweise vorlegte, konnte er nicht mehr leugnen, dass sie für Kays Tod verantwortlich war. Da die Ermittler kein ehrliches Geständnis von ihr erlangen konnten, baten sie den Großvater, das Zimmer zu betreten und mit Jo Jung unter 4 Augen zu sprechen. Er willigte ein. Drinnen brach er in Tränen aus und flehte seine Enkelin an, einfach die Wahrheit zu sagen, vielleicht um seinetwillen. Vielleicht liebte sie ihren Großvater, oder vielleicht verstand sie einfach, dass alles vorbei war. Doch in diesem Moment gab Jo Jung endlich nach. Sie erklärte, dass es keinen Streit gegeben habe. Sie habe einfach eine Leidenschaft für alles gehabt, was mit echten Verbrechen zu tun hatte. Filme, Sendungen, Bücher, Nachrichtenartikel. Und sie sagte, es habe sie einfach interessiert, zu erfahren, wie es sei, darin verwickelt zu sein, um diese Neugier zu stillen. Und so nahm sie das Leben eines Menschen, der weder ihr noch irgendjemand anderem jemals in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hatte. Sie erzählte all das so emotionslos und nüchtern, dass es nicht nur die Ermittler verblüffte, sondern sogar die Erfahrensten unter ihnen überraschte. Nachdem sie die Geschichte ihrer Suche nach einem Nachhilfelehrer und die Überwachungsaufnahmen vom Tag des Mordes untersucht hatten, waren die Ermittler noch mehr erstaunt. Sie hatten zwar schon Fälle von vorsätzlichem Mord erlebt, aber nichts Vergleichbares. Sie erfuhren, dass Jo Jung besonders von dem Film Helplessness fasziniert war, einem koreanischen Psychothriller über eine Frau, die tötet und anschließend die Identität des Opfers annimmt. Den Browserverläufen nach zu urteilen, sah sich Jo Jung diesen Film mindestens einmal am Tag an. Wenn man bedenkt, wie Jo Jung Kleidung von Kai trug und ihren Ausweis mitnahm, sind die Parallelen zwischen dem Film und ihren Handlungen offensichtlich. Es ist durchaus möglich, dass Jo Jung sich einfach von dem Film Helplessness inspirieren ließ oder sich in das Konzept verliebte, dem er gewidmet ist. Wenn man sich ihr Leben vor diesem Vorfall ansieht, wird klar, warum der Gedanke, jemand anderes zu werden, so verlockend sein konnte. Nach der Analyse ihrer Korrespondenz und ihrer Social-Media-Aktivitäten wurde der Polizei klar, dass Jo Jung weder Freunde noch Bekannte, weder Arbeit noch enge familiäre Bindungen hatte. Nichts außer ihrem Großvater. Sie wirkte völlig unauffällig und isoliert. In ihrer Schulzeit wirkte sie ganz normal, mit einem gewissen sozialen Leben. Doch seitdem sich etwas geändert hatte, sei es durch Zufall oder Pech, begann Jo Jung ein zurückgezogenes, einsames Leben zu führen, ohne mit praktisch irgendjemandem Kontakt zu haben, weder in der realen Welt noch im Internet. Psychologen vermuten, dass sie dieser Situation sowohl körperlich als auch seelisch entfliehen wollte. Und was könnte besser sein,
als sich in jemand anderen zu verwandeln, in jemanden, der ein vollwertiges Leben führt, eine eigene Wohnung, einen Job, Fremdsprachenkenntnisse und Freunde hat, in jemanden wie Kai? Psychologen sagen, dass Jo-Jungs Motiv nicht bloße Neugier war, sondern Neid. Und in ihrem Verständnis wäre es, da sie ohnehin schon unsichtbar war, besonders einfach gewesen, zu verschwinden und die Identität eines anderen Menschen anzunehmen. Im Laufe der Ermittlungen kontaktierten die Behörden jede der 50 Nachhilfelehrerinnen, bei denen Jo-Jung abgeschrieben hatte. Jede von ihnen war eine junge Frau im Alter von etwa 20 Jahren. Wie sich herausstellte, fragte sie jede Einzelne, ob sie allein lebe und ob ihre Schülerinnen allein zu den Unterrichtsstunden zu ihnen nach Hause kommen könnten. Eine junge Frau, die verzweifelt Geld brauchte, hätte Jo-Jung beinahe als Schülerin aufgenommen, lehnte sie jedoch letztendlich ab, da sie ihre Wohnung für den Unterricht als zu klein erachtete. Nun leben sie und alle anderen Nachhilfelehrerinnen mit diesem erschreckenden Gedanken, das hätte ich sein können. Nicht weniger beängstigend war Jo-Jungs völlige Reuelosigkeit. Nachdem sie ihre perverse Idee in die Tat umgesetzt hatte, zeigen die Aufnahmen der Überwachungskameras, die vor und unmittelbar nach dem Mord an Kay aufgenommen wurden, dass sie unheimlich ruhig und gefasst wirkt und sich mit fast entschlossenem Gang bewegt. Ehrlich gesagt ist es schwer zu verstehen, wie Jo-Jung auf die Straße gehen und so gefasst wirken konnte, nachdem sie buchstäblich einen anderen Menschen erstochen hatte. Natürlich brachte sie nach ihrer Festnahme eine eintrainierte Entschuldigung vor der Presse vor und sagte etwas wie: „Es tut mir leid für Kay. Und ich glaube, ich war einfach nicht bei mir." Es waren nicht gerade die aufrichtigsten Entschuldigungen. Ihre ganze Aufrichtigkeit bewahrte sie ihrem Großvater, den die Medien leider mit ihren Interviews bedrängten. Während eines dieser Interviews gab er sich selbst die Schuld an Jo-Jungs Taten und erklärte, es sei seine Schuld, dass sie so geworden sei, wie sie geworden sei, weil er sie falsch erzogen habe. Außerdem sagte er, dass es ihm sehr leid tue für die Familie von Kai. Nach allgemeiner Meinung war der Großvater ein sehr gütiger Mensch. Er tat alles, was in seiner Macht stand, um Jo-Jung alleine großzuziehen. Seine Nachbarn sprachen nur Gutes über ihn, und doch lebt er nun mit Schuldgefühlen wegen der Taten seiner Enkelin. Im Vorfeld des Prozesses unterzog sich Jo-Jung einem psychologischen Test, bei dem die Testpersonen auf ihre Fähigkeit zur Empathie, auf Impulsivität sowie darauf geprüft werden, ob sie ein parasitäres Leben führen. Der Test umfasst 20 Fragen und wird mit 40 Punkten bewertet. In Südkorea gelten alle, die mehr als 25 Punkte erzielen, als echte Psychopathen, die völlig frei von Gewissensbissen sind. Jo-Jung erzielte 28 Punkte. Während des Prozesses bat Jo-Jung um Nachsicht und behauptete, dass sie zum Zeitpunkt des Vorfalls unter psychischen Problemen gelitten habe. Die Staatsanwälte ließen sich von dieser erneuten Verteidigung nicht täuschen und verwiesen darauf, dass sie alles geplant und vertuscht habe. Deshalb forderten sie die Todesstrafe. Es gelang ihr jedoch, diesem Schicksal zu entgehen. Am 24. November 2023 wurde Jo-Jung zu lebenslanger Haft verurteilt und man muss wohl annehmen, dass, hätte der Taxifahrer seinem Bauchgefühl nicht vertraut und die Polizei verständigt, sie möglicherweise für eine gewisse Zeit ungestraft davongekommen wäre, um einen neuen Anschlag vorzubereiten, was sie mit ziemlicher Sicherheit getan hätte. Der Taxifahrer entschied sich, seinen Namen nicht öffentlich zu machen. Er lehnte Interviews und sogar Auszeichnungen ab, aus Angst, dass Jo-Jung vorzeitig freikommen könnte und dass sie ihn aufspüren würde. Oder dass jemand anderes durch ihre Tat inspiriert werden könnte. Laut Jo-Jungs Berichten fühlt sie sich im Gefängnis tatsächlich sehr wohl. Sie ernährt sich gut, schläft, genießt die Isolation und zeigt keinerlei Anzeichen von Reue. Die südkoreanischen Medien legen ständig den Fokus auf Jo-Jungs Aussehen, insbesondere darauf, dass niemand eine so junge und unschuldig aussehende Frau einer solch abscheulichen Tat verdächtigen könnte. Doch wie viele Fälle zeigen, kann das Äußere trügerisch sein? Kann das Äußere trügerisch sein? Und Verbrecher gibt es in allen Formen und Größen. Ich würde nicht sagen, dass mich das Aussehen von Jo-Jung überrascht hätte, aber mich hat ein anderer Gedanke überrascht. Der Gedanke, dass man in dieser Welt, egal wo man sich befindet, nicht unbedingt nach Ärger suchen muss. Manchmal findet der Ärger einen von selbst. Wir können ruhig leben und nur das Richtige tun. Und dann, eines Tages, durch die Hand eines Fremden sein Leben verlieren.
Durch jemanden, den wir nie verletzt haben, den wir nie getroffen haben, von jemandem, der dir ins Gesicht lächeln kann und im nächsten Moment zur tödlichen Gefahr wird. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.